Also, ich werde auf den, wir schauen uns die Tierlist von LS an, aber wir werden nur die Jungle-Tierlist anschauen, okay? So. Obviously, kurzer Disclaimer, ich glaube, einige davon werden einfach, sagen wir mal, Reichweiten-Picks sein. Ich glaube, LS hat extra absichtlich sehr viele interessante Picks mit reingenommen, damit halt Kontroverse entsteht und Leute diskutieren und dadurch kriegt er halt Reichweite so. Deswegen immer im Hinterkopf behalten. Ich glaube, das, was er sagt, das meint er bestimmt auch, aber er möchte immer Kontroverse generieren und halt, er hat manchmal halt auch so, ey, das ist dann gut, ne? So, okay, aber ja. Also, Z-Tier. Hecarim würde ich agreeen. For sure ist Hecarim, glaube ich, also das ist ja der ungenervte Hecarim ist, glaube ich, broken. So. Like everything in the jungle every single year, it has been pretty similar, and yet it's never actually ich glaube, der ist trotzdem broken, to be honest. But again, ich glaube, der ist trotzdem broken. Champion tier list that I end up making is a representation of the champion's inherent power. And obviously, when your laners are not going to want to play around you, and they're not going to want to play the game the way that the champion is going to have to play the game, and they get a little bit upset because they messed up in their lane, and they want you to demand that they come bail them out, or they just want to play poorly and be able to get away with it because their jungler is just not going to elect to farm because the champion's base power level in mid game and late game is not super strong. Well, that's what, ends up happening, and that's why a lot of the champions on the list that have been very prevalent in pro play, like Trundle and Vi, end up being a lot more popular, even like Wukong. I think that these champions are absolutely dog water in pretty much all cases. I think if you actually look at the pro games and you watch what these champions are having to do in order to find value or effectiveness, or just watch what actually happens to the champions if they're ever on even footing in most of the games. Okay, ich muss legit sagen, das fühle ich sehr. Das fühle ich sehr. Wenn ich Wukong spiele, wenn ich Diana spiele, bei Trundle halt sehr situational. Also, ich spiele halt nur, wenn ich sage, okay, es ist ein Free-Win mit Trundle. Ich finde eigentlich Vi halt auch nicht so gut. Tatsächlich. Auch wenn jetzt Lamabär auf White zweimal hart gesmurft hat, ne? Und Baby finde ich an sich auch nicht gut. Aber ich habe keinen Bock gegen Baby zu spielen, deswegen haben wir die gepermabanned. Ich würde generell agreeen. Aber es gibt immer Situations, wo du das halt einfach viable machen kannst, meiner Meinung nach. Eine bestimmte Kombination. Und bei Sejuani ist es halt ein Flex-Pick. Ich würde aber schon dazu agreeen, dass Sejuani an sich als Jungler, wenn du sie einfach so pickst, sehr schlecht ist. Aber weil du Flex ist actually nicht so bad. And the same cannot be said for a lot of the champions in higher tiers. Oder muss man auch kurz mal anmerken, er hat halt Elise mit Actual Troll Champion zusammen auf eine Dings gepackt, ne? Oder Kha'Zix oder so. I mean, obviously gibt es Arten und Weisen, diese Champions zu spielen, wenn man sie gut kann, eher viable zu machen. Aber, I mean, das weiß er vielleicht nicht, ne? Because when these champions are on even footing, their value and their transformative value inside of games is going to be much, much, much higher. A lot of these champions have either received mini reworks, which is like the Hecarim stuff, or they've just, Hecarim, Maokai jungle even, or they've just received a lot of indirect buffs or just outright buffs like Fiddlesticks and whatnot. So I think that the Z tier is pretty self-explanatory. In most cases that I've done these tier lists, this does not really change. Schauen auf B, ist Some egal. champions do have. Honestly, schwierig zu sagen. Ich glaube, für die World-Spieler ist Jarvan schon nicht so gut wie für mich beispielsweise. Aber ich glaube, BT ist einfach wrong. Honestly, also ich glaube, Jarvan ist entweder A oder S. To be honest. Er ist for sure nicht der beste Pick, den man spielen kann. Vor allem, wenn Graves gerade broken ist. Aber BT bedeutet ja basically nicht gut. Das ist aber nicht true. Ja, genau. Jarvan ist auf dem Level. Jarvan ist auf dem Level mit Shaco und Nunu und so Scheiß. So, ich meine, some people have that, if you're gonna have Fiddle inside of your team, then you want him to just be isolated magic. Warum ist Card broken? Just because of his inherent value. Kindred is very, very well versed in the meta right now in terms of how many team compositions that she can just disrupt. If you take Ghost on Kindred. Also Kindred verstehe ich. Ich finde Kindred seit einiger Zeit auch sehr broken, aber zum Beispiel spielt die niemand. Fiddle würde ich nicht agreeen. Ich glaube, Fiddle muss extrem situational sein. Du musst drum rumbauen.
Gegnerische Kombo muss schlecht sein gegen Fiddlesticks und dann erst ist er gut. Du hast ein sehr schwaches Level 1, das heißt, also gute Teams werden dich immer punishen können auf Level 1, Level 2, sobald die irgendwo Prior haben und so. Es ist sehr schwierig, Fiddlesticks viable zu machen. Du musst sehr viel für Fiddlesticks machen, damit Fiddlesticks überhaupt funktionieren kann. Bei Kados gilt das beispielsweise jetzt nicht so. Deswegen kann ich nachvollziehen, warum Kados denkt, dass es gut ist, aber bei Kados muss man auch Comps haben, die gut für Kados sind und gut und schlecht gegen Kados sind. Also ich würde tatsächlich Fiddle und Kados nicht ZT packen. Ich würde auch Kindred nicht ZT packen. Ich würde Kindred vielleicht A packen, maybe S, weil sie schon trotzdem situational ist, weil sie im Endeffekt immer noch ein AD-Carry und du musst Comps um AD-Carries rumbauen. Den einzigen, den ich wirklich ZT packen würde, wäre Agurin. Matchups, certain jungle dynamics, 2v2s, etc. become totally fine and totally playable, and Kindred's going to be fine. For people that are wondering why Udyr is not on this list, it's because he's not allowed at Worlds. Some of the other stuff is obviously like Agurin being there because enchanters are just always absolutely broken. Ist, glaube ich, verdient AT oder vielleicht sogar SC, aber good. But when you pick Xin Zhao to just be a stat checker in the early game without any enchanters or anything to back him up, he's going to fall off a cliff, but that doesn't actually affect his base power because his base power stays really sturdy for a really long time, and then he just continues to need an enchanter in order to carry on over into being like an S-tier champion, and that's just the way that Xin ends up working. Oder? Maokai and Shyvana, I think, are pretty fine as well. We saw a lot den of Jungler nicht reingetan. In solo queue, both in jungle as well den Jungler as nicht in reingetan. top lane. I think that Shyvana is just a superior version of Bel'Veth. And so while I do have Bel'Veth at like C tier, er ist unten in den Downs. Noch weiter runter. Hä? Bel'Veth is hyper dependent on a lot of things and often Muss ich aber tatsächlich zustimmen. Ich glaube nicht, dass Lee Sin in irgendeiner Art und Weise gut ist. Aktuell. Auch nach den Buffs. Zum Thema Shyvana, ich finde actually Shyvana auch nicht bad. Aber nicht S-Tier. Ich finde Shyvana ist schon nicht S-Tier, aber ein Flex. Ich würde sie A-Tier tun. Das glaube ich noch bad. Champion itself that is really being picked. If you're picking Bel'Veth, it likely means that you have 3 winning lanes, and that's why you can get away with playing Bel'Veth, so that you're able to free farm and get a lot of stacks, as well as have really good neutral objective control. Also, es ist wahr, Bel'Veth funktioniert besser, wenn du ahead bist, aber Bel'Veth ist ja auch an sich kein schwacher Champion, ne? Also und dass er probiert, mit den Attack-Speed-Stacks von Bel'Veth zu argumentieren, die ja legit komplett irrelevant sind, ist whatever. So, what the fuck? Du brauchst keine Lanes, um zu farmen. Du brauchst keine... wenn deine Lanes nicht zerstört werden, dann farmst du ja immer. Deswegen, schlechte Argumentation. Ich glaube, Bel'Veth ist for sure ein bisschen besser als C-Tier. For sure. Also gleiche Argumentation könnte er bei Shyvana machen und wäre ja sogar mehr relevant, weil Shyvana braucht tatsächlich Farm und Shyvana hat nichts, um sich zu verteidigen, während Bel'Veth es halt hat. Bel'Veth ist tatsächlich sehr stark Level 1, Bel'Veth ist stark Level 2, Level 3, Level 4. Shyvana ist bis Level 6 komplett nutzlos, wenn irgendwas passiert. Das ist der große Unterschied. Und deswegen würde ich sogar behaupten, vielleicht, dass man die swappen könnte. Aber nicht wirklich, Shyvana ist nicht so bad. Aber Bel'Veth, die Argumentation, die jetzt gerade für Bel'Veth genutzt hat, ist keine gute. Like dragons and heralds, so that you can reliably get the transforms, but if you're doing that, then you should probably just be Shyvana, because Shyvana is going to scale a lot better than a jungle Bel'Veth. False. The other things here is Darius. For a lot of people that have not seen, Darius has an absolutely brokenly fast, absurd clear speed inside of the jungle. And it only gets better when you really learn how to juggle his patience combined with his bleed passive. His jungle clear speed gets absolutely berserk. So if you actually want a champion that has really good early game power and that curves well into mid game and just does a lot of disruption all across the board that is not as absolutely garbage tier as some of the champions below him, Darius is actually the guy, but I just don't think that pro players are actually going to pick him keine up. Ahnung. Darüber kann ich nichts sagen, weil ich das tatsächlich nicht also ich habe noch nie Darius Jungle gesehen, ehrlich gesagt. Some of the other stuff that is on here that might confuse some people. Viego ist relativ gut. Really healthy clear speed. Tarek ist actually gut. Also ich meine, das haben wir von Dings gesehen, von Sprout. Ist legit gut. Vor allem ist es auch einfach gut, weil Leute nicht wissen, was macht man dagegen. Das hat einen guten Clearspeed und gewinnt alle Fights. What do you fucking do? Viego agree, Graves agree, Morgana agree, Lily actually agree, Skana, sehr situational, eher B-Tier, Gragas B-Tier, Rengar nicht so hoch,
Sehr situational. Talia, okay. Ich finde Talia actually sehr broken. Ich finde Talia actually wirklich broken. Und je nach Situation ist sie, also könnte sie einer der besten Champs im Game sein. Sion, what the fuck? Gwen, disagree. Ich glaube, sehr viel schlechter aktuell. Ramos situational, Poppy situational. Mordekaiser ist, glaube ich, tatsächlich sehr gut. Gleichzeitig mit Red Cane, okay. Würde ich auf demselben Level sehen. Mundo, eher C. Jarenhöhe halt. Shaco Müll. Nunu Müll. Marseille Müll. Amomo. Actually, B-Tier ist, glaube ich, ziemlich gut für Amomo, weil er situational passen könnte. Und ich glaube, Nocturne ist auch besser als B-Tier. Was haben wir sonst? Irgendwas? Ich glaube, Talon ist sehr viel besser, als er das denkt. Ich glaube, Rek'Sai könnte situational wirklich besser sein. Kha'Zix for sure besser. For sure. Wenn man weiß, wie man ihn spielt. Aatrox Troll. Rumble ist, glaube ich, auch eher Troll. Und ich finde Evelyn sehr interessant. Ich glaube, Evelyn kann sehr gut sein. Zack kann actually wirklich gut sein. Ich glaube, Maokai auch. Ivan, nein. Ornn, nein. Ja, das wäre dann, also auf jeden Fall tiefer, ne? Ornn und Ivan. So, das war's. Das ist meine Meinung.